Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Pomade-Review hier auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Schaut euch gerne ein bisschen um. Hier geht es um Pomaden, um klassisches Haarstyling, auch modernes Haarstyling. Findet ihr eine große Auswahl an Videos. Wir machen das jetzt schon so ein paar Jahre und ja, würde mich freuen, wenn ihr natürlich abonniert und auch positives Feedback dalassen würdet. Wir haben neulich eine Q&A-Reihe gemacht, oder neulich ist jetzt schon ein bisschen her. 4 Videos sind es geworden. Teil 1 fährt jetzt hier oben rein, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und da war unter anderem auch mal eine Frage nach einem Review von der J.S. Sloan Matte Cream. Das ist nämlich diese hier. Die haben wir seit ein paar Wochen oder Monaten schon im Sortiment. Die ist relativ neu, also noch ist das neueste Produkt von J.S. Sloan aus New York. Und wir haben bisher so ein bisschen vielleicht verschlafen, dafür ein Review zu machen. Deswegen wird es jetzt mal allerhöchste Zeit, dass ich die mal reviewe. Ist in so einem schwarzen Kunststofftiegel, ist relativ groß, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte die vom Foto her, hätte ich erstmal gedacht, dass die kleiner wäre, aber ist schon ganz schön wuchtig. Hat so die klassische Pomadendosengröße mit einem sehr minimalistischen Aufdruck in Gold, so J.S. Sloan Design eben, eher so ein bisschen edler, so ein bisschen Gentleman-mäßiger. Und ja, wenn man reinschaut, sieht man eine weiße Paste oder eine weiße Creme, wie es bei meisten Matt- oder Creme-Pasten so eben ist. Und wenn ich auf die Inhaltsstoffe gucke, haben wir hier Wasser als erstes. Also es handelt sich um ein wasserbasiertes Produkt. Das heißt, es ist leicht auswaschbar. Danach kommen ein bisschen, ich denke, das sind Emulgatoren bzw. Glycerin und Tribenin sind, soweit ich weiß, dafür da, um die Haut geschmeidiger zu halten. Deswegen auch, denke ich mal, das Haar geschmeidig zu halten und so ein bisschen auch um die Creme so ein bisschen dicker zu machen, also Stabilisatoren sozusagen. Vaseline kommt dann auch, das finde ich sehr cool. Und was ich auch cool finde, ist, dass dann Arganöl drin ist, es ist Kokosöl mit drin, es ist Panthenol, also Provitamin B5 drin und Rizinusöl. Und dann noch so ein paar andere Geschichten, so leichte ich denke, das sind auch so ein bisschen synthetische Inhaltsstoffe drin, so ein bisschen was dann Emulgatoren vielleicht sein könnten oder auch Konservierungsstoffe. Ist relativ weit hinten in der Inhaltsstoffliste, denke ich, dass es dann auch nicht so eine hohe Konzentration sein wird. Aber natürlich wisst ihr, nichts Schädliches, nichts, was nicht die EU-Norm erfüllt, nichts, was euch irgendwelche Probleme bereiten könnte, außer ihr seid natürlich allergisch. Aber ich freue mich, dass da einige Öle drin sind. Das heißt, obwohl es matt ist, sind pflegende Öle drin. Das heißt, meine Haare werden nicht ganz so strohig, wenn ich das Produkt dann auswasche. Und ich kann die relativ gut auch nachstylen, auch wenn sie schon ausgehärtet ist. Und ja, legen wir los. Der Duft. Und der ist, wer J.S. Sloan Pomaden kennt, die riechen immer so ein bisschen modern, aber ich finde auch so ein bisschen unisex, weil immer so eine leichte beerige, fruchtige Note mit dabei ist. Es ist nicht dieses ganz maskulin, hölzern, sportliche, sondern immer so eine leicht beerige Note. Aber wer dieses hölzern, maskuline vermisst hat, der findet es jetzt am ehesten hier drin, weil hier ist dieses Unisex, jetzt habe ich mir was in die Nase gemacht, hier ist dieses Unisex, was ich bei den anderen finde, ist hier nicht so extrem drin. Hier hat man wirklich so eine Herrenparfum-Note, würde ich jetzt sagen. So eine schöne, frische, eher moderner Duft. Ist ja auch mit so einer Mattpaste auch ein modernes Produkt. Schauen wir jetzt mal, wie es beim Rausholen ist. Und fühlt sich eigentlich ganz witzig an, weil sich hier so einzelne Segmente, man sieht es vielleicht so ein bisschen, hat sich so aufgefächert, einzelne Segmente rausschichten, die dann aber in der Hand, wenn man sie verreibt, wieder ganz, ganz smooth und homogen werden. Drauf steht, use a nickel-sized amount. Ein Nickel, eine 5-Cent-Münze in den USA, habe ich nachgeschaut, ist 21,21 mm im Durchmesser. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich das möglichst gut hinbekomme. Müsste ungefähr von der Menge so eine Fingerspitze voll sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann gehe ich mal jetzt in meine pomadenfreie, produktfreie, fast komplett trockene Haare. Ja, wobei die müssten eigentlich schon inzwischen komplett getrocknet sein. Und wow, ich hätte eigentlich erwartet, dass meine Hände jetzt schneeweiß werden, aber nein, die wirken jetzt eher, also fast farblos. Man sieht so einen leichten weißen Schimmer und es wird so ein bisschen ölig auch und es fühlt sich jetzt im ersten Moment sehr Frisiercreme-mäßig an, muss ich sagen. Finde ich sehr interessant, finde ich aber auch sehr cool, weil es dann nämlich schön smooth ins Haar reingeht. Und ich merke jetzt aber, dass es
anfängt zu trocknen so ein bisschen und so ein bisschen klebriger wird. Ist jetzt, lassen wir mal die Menge jetzt im Haar und schauen mal, was es ist. Ist tatsächlich ein sehr, sehr leichtes Styling-Produkt, wobei ich jetzt merke, je länger ich warte, mit jeder Sekunde, die ich länger warte, wird es so ein bisschen fester. Und ich denke, das ist einfach ein Produkt, was super geeignet ist, um seine Frisur so ein bisschen zu legen. Eher so einen natürlichen Style zu machen. Und ja, ich meine, ihr seht, es ist im Grunde eigentlich schon fertig. Ich bin tatsächlich jetzt relativ schnell mit schon klargekommen. Ihr seht, es ist kein Glanz dabei, es ist so eine eher lockere Frisur. Also wenn ich es so mache, sieht man vielleicht, dass es ein bisschen, ja, sieht man sehr gut, dass es jetzt kein Produkt ist, was vielleicht ein Konzert oder so aushalten soll, aber es ist eher so ein Alltags-Styling-Produkt, würde ich sagen, für jemanden, der Fingerstyles gerne mag, der texturierte Styles mag, jetzt seine Haare nicht so zu zementieren möchte, würde ich sagen, wie mit einer, ja, keine Ahnung, wie so ein typischer Greaser oder sowas das machen würde. Eher was für den modernen, matten, texturierten und vor allem lockeren Style. Ich vermute mal, man könnte jetzt auch noch einen Finger nachnehmen und dann hinterher arbeiten und dann könnte man sich die Frisur auch so ein bisschen einzementieren, dass sie ein bisschen fester ist, aber das möchte ich jetzt gar nicht machen, weil so diese matten Creme-Styling-Produkte sind ja immer eher so für diese lockeren Styles gedacht und da kann man auch mit sehr wenig schon ein sehr cooles Ergebnis erzielen. Das heißt, das Produkt ist auch sehr ergiebig. Ich würde es am ehesten vom Gefühl her vergleichen mit der Natural Matte Cream von Layride. Vielleicht auch ein bisschen mit der Northern Lights Matte Paste von Sheer Revival. Natürlich ist bei Sheer Revival die Inhaltsstoffliste von der Natürlichkeit her ein klein bisschen weiter vorne, aber wer die ein oder anderen Konservierungsstoffe oder Emulgatoren, wer da kein Problem mit hat, wie gesagt, es ist nicht schädlich, der kann natürlich auch bedenkenlos zu dieser wunderschön duftenden J. Sloan Matte Cream greifen. Würde sagen, vielleicht jetzt nicht unbedingt das für den klassischen Greaser. Wie gesagt, Glanz und Frisur zu zementieren ist jetzt hiermit nicht geboten, aber eben für den modernen Style ist es auf jeden Fall ein Top-Produkt. Also fühlt sich echt gut im Haar an und was ich auch gut finde, es ist jetzt mit jeder Sekunde ein bisschen fester geworden, aber ihr seht, ich komme immer noch problemlos durch. Also es ist nichts, was jetzt die Haare absolut knusprig macht. Vielleicht ein kleines bisschen, vielleicht schon, aber nicht so sehr. Natürlich sollte man da auch, wenn man das nicht möchte, sehr, sehr viel davon nehmen. So, genug geredet zur J. Sloan Matte Cream. Gefällt mir gut, ist cool für matte texturierte, moderne Styles und ich denke, dass die Leute unter euch, die diese Styles mögen und diese Art von Produkte gerne testen oder benutzen, auch gerne mal die J. Sloan Matte Cream testen können und da sicherlich auch mit diesem Produkt ihre Freude haben werden. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat und einen Kommentar schreibt und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder mit einem anderen Produktreview oder einem anderen Video hier sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.